Mit dem Motorrad an die Côte d'Azur. Ein lange gehegter Wunsch, der endlich in Erfüllung geht. Die Honda Forza 750 verfügt über ein Helmfach unter dem Sitz. Da dies aber für mein Gepäck zu klein ist, habe ich mir noch eine zünftige Satteltasche besorgt. Die erste Etappe führt mich von meinem Wohnort Balgach im St. Galler Rheintal über den San Bernardino Pass ins Tessin nach Gambarogno, auf einen kleinen, aber sehr idyllischen Zeltplatz. Die Strecke führt das Rheintal hinauf bis nach Reichenau, wo sich Vorder- und Hinterrhein vereinen. Dem Hinterrhein folgend erreiche ich schließlich die Gemeinde Thusis, welche am nördlichen Eingang zur Via Mala Schlucht liegt. Die Gemeinde grenzt im Westen an den Heinzenberg und im Osten an den Hinterrhein. Thusis ist jetzt nicht die Weltmetropole, in der Geschichte aber nicht unbedeutend. 1156 erstmals urkundlich erwähnt, verdankt die Gemeinde sowohl ihre Entstehung als auch ihre spätere Entwicklung dem Transitverkehr zum San Bernardino und zum Splügenpass. Die Gründung Thusis hängt mit Bau und Sicherung der Rheinbrücke zusammen, der Entwicklungsschub mit der Verlegung der Durchgangsstraße ans linke Rheinufer und dem Ausbau des Durchgangs durch die Via Mala Schlucht ab 1473. Im Laufe der Zeit wurde das Etappenziel Thusis mit Stallungen für 400 Pferde, Gasthäusern und Einkaufsläden immer wichtiger. Als dann 1882 die Gotthardbahn ihren Betrieb aufnahm, verlor der Transitverkehr mit Karren und Pferden schnell an Bedeutung. Nach Beginn des Siegeszuges des Automobils reifte die Planung für einen Straßentunnel. Am 1. Dezember 1967 wurde schließlich der San Bernardino-Tunnel als erster Alpen-Nationalstraßentunnel der Schweiz eröffnet. Von Thusis bis zum Nordportal des San Bernardino-Tunnels sind es über die alte Passstraße 38 Kilometer. Diese fahre ich in entspannten 50 Minuten. Über die Schnellstraße sind es etwa 1 Kilometer und 20 Minuten weniger. Obwohl ich eigentlich ein wenig in Zeitdruck bin, genieße ich die Fahrt hinauf zum Rastplatz vor dem Tunnel auf 1613 Metern. Die Durchfahrt durch die engste Stelle der Via Mala Schlucht ist nicht länger als 1 Kilometer. Fährt man aus der Galerie, bietet sich einem ein spektakulärer Blick in die Schlucht mit den tosenden Wassern des Hinterrheins und den steil emporragenden Bergflanken. Ich stehe hier vor dem Nordportal des San Bernardino-Tunnels. Jetzt stellt sich die Frage: Pass oder Tunnel? Eigentlich wollte ich über den Pass fahren, aber das Wetter ist sehr bescheiden mit Nieselregen und Temperaturen um die 7 Grad. Den Pass bin ich schon oft gefahren, da verpasse ich bei dem schnöden Wetter eigentlich nichts. Zudem schließt der Campingplatz, zu dem ich hinfahren will, bereits um 18 Uhr. Also, der Tunnel. Das Tessin zeigt sich wie so oft von seiner schönsten Seite. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um die 22 Grad gleite ich entspannt dahin. Der Zeltplatz, zu dem ich hin will, nennt sich Camping Bella Vista. Er liegt am linken Ufer des Lago Maggiore, etwa 1 Kilometer nach der Einmündung des Flusses Ticino. Ich komme natürlich zu spät und die kleine Rezeption ist verwaist. Erfreulicherweise steht auf einem handgeschriebenen Zettel, dass man doch bitte einen freien Platz aussuchen und sich wie zu Hause fühlen soll. Bezahlt wird dann bequem bei der Abreise.
Für 25 Franken entscheide ich mich für eine Parzelle direkt unterhalb der Uferstraße. Naja, die begehrten Plätze direkt am See sind alle belegt. Das macht aber nichts, denn ich bin ja nur zum Übernachten hier. Also hurtig das Zelt aufbauen und sich einrichten. Der Platz bietet alles, was man als Camper so braucht. Dusche, WC, Wasch- und Abwaschgelegenheit, Stühle, Tische, einen Grill und es gibt auch einen Kaffeeautomaten. Ein kleiner, feiner Campingplatz, ideal für mich und mein Moped. Sehr empfehlenswert. Der Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hol mir an der Tanke für 5,85 Franken noch was zu essen und genieße zur Belohnung diese atemberaubende Abendstimmung. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Da ist jetzt die Aussicht aus dem Zelt raus auf den Lago Maggiore und das ist also sehr, sehr angenehm. Es ist 7 Uhr. Nach einer kalten Nacht mit nur 6 Grad zeigt sich die Morgensonne in einem gleißend hellen Licht. Ihre flachen Strahlen knallen in die Wiese und lassen den Tau glitzern. Die Vögel zwitschern um die Wette und die Landschaft spiegelt sich in den sanften Wellen des Sees. Ich sauge diese Morgenstimmung förmlich in mich auf. Die zweite Etappe führt mich von Gambarogno nach Genua. Vor mir liegen 265 Kilometer reinstes Motorradvergnügen. Es ist noch kühl. Mit Temperaturen um die 12 Grad gleite ich mit Blick auf die Tankanzeige das östliche Seeufer entlang. Auf der gegenüberliegenden Seite des Sees erhebt sich der Pizzo Leonen. Dahinter der 2188 Meter hohe Monte Gritone mit seiner gezuckerten Bergspitze. Über ihn verläuft die Landesgrenze zwischen der Schweiz und Italien. Noch flugs den Nobelhobel aufgetankt, befinde ich mich auch schon im Städtchen Laveno Mombello. Die Po-Ebene ist ein ausgedehntes, 50.000 Quadratkilometer großes Tiefland im Norden Italiens. Das Gebiet erstreckt sich entlang des inneren Alpenbogens und nördlich des Apennin bis an die obere Adria, hauptsächlich von Westen nach Osten, ist insgesamt etwa 400 Kilometer lang und zwischen 70 und 200 Kilometern breit. Der größte Fluss ist heute der Po, der in einem riesigen Delta in die obere Adria mündet. Diese Ebene ist seit jeher eine der fruchtbarsten und bevölkerungsreichsten Regionen Italiens. Zuckerrüben, Mais, Weizen und vor allem Wein wird am häufigsten angebaut. Der noch vor 50 Jahren bedeutende Reisanbau ist jedoch stark zurückgegangen. Ich mache Rast in Bosio und genieße die herrliche Aussicht über die sanften Hügel der Apenninausläufer. Von hier aus sind es noch 52 Kilometer bis zum Campingplatz westlich von Genua. Die kurvige SP 170 schlängelt sich westwärts bis nach Belforte Monferrato. Von dort folge ich dem Fluss Stura und erreiche schließlich den Ort Marsone.
komme ich dem Turkino-Pass immer näher. Auf 532 Metern Höhe befindet sich der Scheiteltunnel der SP 456, der mich nach seiner Durchfahrt mit einer grandiosen Aussicht auf das azurblaue Meer belohnt. Genua ist mit ca. 575.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Italiens und Hauptstadt der Region Ligurien. Sie ist aufgrund ihrer Lage eine fast ausschließlich dem Meer zugewandte Stadt. Deutlich wird dies beispielsweise bei dieser Fahrt von Norden kommend. Nach einer kurvenreichen Fahrt über Brücken und durch stockdunkle Tunnels erscheint unvermittelt das Mittelmeer und die Stadt. Nach einer sehr abwechslungsreichen Fahrt komme ich gegen 16 Uhr hier beim Caravanpark La Vesima an. Der Campingplatz befindet sich in Arenzano, nur wenige Kilometer westlich von Genua. Er ist strategisch günstig gelegen, um das Hinterland, das Meer und die wichtigsten Städte der ligurischen Riviera zu entdecken. Die Anlage ist durch eine Bahnlinie vom Kieselstrand getrennt, der jedoch direkt vom Campingplatz durch eine Unterführung gut zu erreichen ist. Die Stellplätze sind in 3 Kategorien unterteilt: Standard, Superior und Extra Large. Für kleine und mittelgroße Zelte gibt es entsprechende Parzellen. Ich entscheide mich für einen Platz mit Stromanschluss an der Mauer zum Außenparkplatz. Die Sanitäranlagen sind alt, aber sauber und gepflegt. Mit 25,40 € bleibt dieser Platz der teuerste auf dieser Reise, hat aber mit Abstand, für meinen Geschmack, den geilsten Strand. Die Nacht war ruhig und mit 15 Grad deutlich angenehmer als die letzte. Nach der Morgenroutine habe ich das Zelt zusammengerollt und den ganzen Kram aufs Moped gepackt. Beim Bezahlen an der Rezeption stand ein Korb mit ofenfrischen italienischen Cornetti, da habe ich mir dann selbstverständlich 2 gegönnt. Weiter geht's an der italienischen und französischen Riviera entlang. 223 Kilometer pures Küstenfahrvergnügen. Der Spaß wird jedoch immer wieder durch die unzähligen Dörfer und Städte gemildert. Die Riviera ist der französisch-italienische Küstenabschnitt des Ligurischen Meeres, wo sich die Schönen und Reichen aufhalten. Zudem wird im Juli und August dieses Gebiet regelrecht von Touristen erobert und ist somit maßlos überfüllt. Für einen Trip mit dem Motorrad empfiehlt sich, auch wegen der Temperaturen, eher der Mai, Juni oder September. So schön diese Strecke auch ist, an ein zügiges Vorankommen ist da nicht zu denken.
Und die zum Teil extrem schlechten Straßen tun ihr Übriges. So kommt es auch, dass ich fast den ganzen Tag brauche, bis ich in Song-Egulf ankomme. Aber nichtsdestotrotz werde ich immer wieder mit den tollsten Aussichten auf diese grandiose Küstenlandschaft belohnt. Hier in Borgo Ferrezzi gibt es eine gleichnamige Tropfsteinhöhle, die erst 1933 entdeckt wurde. 800 Meter davon kann man auf gut ausgebauten Wegen erkunden. Leider bin ich erst beim Schneiden dieses Videos auf diese Grotte aufmerksam geworden und konnte sie daher nicht besuchen. Nach 93 Kilometern kurviger Küstenstraße verlasse ich Bella Italia und erreiche schließlich Frankreich. Hier ist der östlichste französische Ort der Côte d'Azur und die Grenze zu Italien. Der Ort hat 31.000 Einwohner und ist für seine Strände und Gärten wie den Serre de la Madone bekannt. Ich halte kurz nach der Grenze mein Moped an und stärke mich mit Eistee und Knabbereien am glasklaren, türkisblauen Meer. Nach Dutzenden mediterranen Dörfern und unzähligen Kurven komme ich am frühen Abend an meinem geplanten Ziel an. Im Flussdelta zwischen Fréjus und Song-Egulf befindet sich der riesige Campingplatz Song-Egulf Plage. Der Platz hat eine Gesamtfläche von über 190.000 Quadratmetern und einiges zu bieten. Eine detaillierte Beschreibung würde allerdings den Rahmen sprengen. Für mehr Informationen über diesen Platz, klickt in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. An der Rezeption überrascht mich eine sehr nette Dame mit perfektem Deutsch. Für sehr günstige 14,70 € inklusive Strom entscheide ich mich für einen Platz bei den Pappeln. Unweit der Sanitäranlage 4, aber weit genug von der Straße weg. Wie sich herausstellt, sehr ruhig und angenehm. Ich möchte den Abend am Strand abhängen und schwinge mich nochmals in den Sattel. Im Supermarkt noch was zu essen geholt, genieße ich die Abendstimmung bei entspanntem Wellenrauschen, bis die Sonne am Horizont allmählich im Meer verschwindet und einen gelb-rot-violetten Himmel zurücklässt. Nach einer ruhigen Nacht und einem starken Kaffee freue ich mich auf die 4. Etappe mit einem ganz besonderen Highlight. Spektakuläre 396 Kilometer zwischen Song-Egulf und Peveragno. Als ich ganz entspannt der Küste entlangfahre, fällt mir dieser Schiffstransport auf. Das Schiff entspricht hier dem gängigen Standard. In Saint-Maxime verlasse ich die Küste und das Meer und fahre Richtung Norden. Hier ist auch der südlichste Punkt meiner Reise. Über gut ausgebaute Schnellstraßen durchs Hinterland erreiche ich via Draguignan nach 75 Kilometer den Stausee Lac de Sainte-Croix. Die
Die Aufstauung des Flusses Verdot erfolgte ab 1973, wobei die Staumauer erst 1974 fertiggestellt wurde. Der Stausee bedeckt etwa 22 Quadratkilometer Fläche bei einer maximalen Tiefe von etwa 90 Metern und fasst bis zu 761 Millionen Kubikmeter Wasser. Er ist nach dem Lac de Serponceau der zweitgrößte Stausee in Frankreich. Durch den Stausee wurde das Dorf Les Salles-sur-Verdot überflutet. Ebenso eine historische Brücke aus dem 6. Jahrhundert, die mit 9 Bögen den damaligen Fluss überspannte. Der Stausee, der vor allem zur Energieerzeugung und Wasserversorgung genutzt wird, ist ein beliebtes Ziel. Baden und Surfen ist erlaubt, ebenso das Befahren mit Segel- und Elektrobooten. Das Ufer des Sees säumen hauptsächlich Kies- oder steinige Naturstrände. Hier gibt es auch die bis zum Horizont reichenden violetten Lavendelfelder, welche oft für die Bewerbung dieser Region auf unzähligen Bildern verewigt sind. Leider zeigt sich mir der Lavendel nur zurückgestutzt, denn dieser blüht erst von Mitte Juni bis Mitte August. Ich fahre also auf der Hochebene an der nordwestlichen Seite des Sees an den Lavendelfeldern vorbei, bis ich durch ein steiles Waldstück hinab zum Dorf Mustier-Sainte-Marie und zur legendären D952 gelange. Die Verdot-Schlucht beginnt flussabwärts nach der Stadt Castellane und endet nahe Mustier-Sainte-Marie im Stausee Lac de Sainte-Croix. Durch den etwa 21 Kilometer langen und bis zu 700 Meter tiefen Canyon fließt der türkisfarbene Fluss Verdot. Die Gorges du Verdot sind, neben der Tara-Schlucht, einer der größten Canyons Europas. Während Jahrtausenden hat sich der Fluss in den Kalkstein gegraben und dadurch diesen extrem beeindruckend schroffen Canyon entstehen lassen. Hier mit dem Motorrad durchzufahren ist einer der Gründe, die diese Leidenschaft ausmachen. Die Freiheit, diese unglaublichen Landschaften erleben zu dürfen, ist ein Gefühl und Privileg zugleich. Und wenn ihr jetzt fragt, lohnt es sich? Definitiv. Nachdem ich bereits etliche Kilometer auf Reserve gefahren bin, stehen hier im Nirgendwo diese grandiosen Zapfsäulen. Halleluja, Freude herrscht. Der Magdalenenpass bzw. der Colle della Maddalena ist 65 Kilometer lang und sehr gut ausgebaut. Er ist einer dieser schnellen Pässe mit großzügigen Kurven und langen Geraden. Da wollen wir doch mal dem Moped gehörig einheizen und vaterländisch die Sporen geben.
Dieser Grenzpass verbindet die Orte Chaussière in den französischen Seealpen mit Vinadio im italienischen Piemont. Bis auf seine Scheitelhöhe von 1996 Metern ist der Pass sehr schnell. Das ändert sich jedoch auf der italienischen Seite. Während die Westrampe sowie die Scheitelstrecke kaum Kurven aufweisen, bietet die italienische Passrampe im oberen Teilstück insgesamt 14 Kehren. Der Pass ist von der Kulisse her vielleicht nicht der spektakulärste, aber fahrtechnisch mit so wenig Verkehr ein Genuss. Auf der gesamten Strecke waren nur 3-4 Lastwagen und eine Handvoll Autos. Nach diesem ereignisreichen Tag mit vielen Kilometern grandiosem Fahrspaß erreiche ich am Abend das Dorf Peveragno. Der Campingplatz El Melo, zu Deutsch der Apfelbaum, liegt südwestlich des Dorfes auf einer kleinen Anhöhe. Nebst ein paar Dauercampern bin ich ziemlich der einzige Tourist und habe dementsprechend viel Platz. Sehr müde ziehe ich mich bald in mein Zelt zurück und falle in einen tiefen und erholsamen Schlaf. Der kleine Campingplatz El Melo ist gut ausgestattet und bietet zudem noch Tische, Stühle, Grillplatz und einen Pool, der von Juni bis August in Betrieb ist. Die Nacht war sehr ruhig hier im Hinterland, welches von den großen Touristenströmen noch weitestgehend verschont ist. Der Platz liegt südwestlich auf dem Gemeindegebiet von Peveragno mit 5500 Einwohnern. Für einen Zwischenstopp sehr zu empfehlen und mit 17 € inklusive Strom ist er der zweitgünstigste auf dieser Reise. Auf der 5. Etappe geht's Richtung Norden durch die altbekannte Po-Ebene. Diesmal bei Turin vorbei über endlose Felder, soweit das Auge reicht. Mehr oder weniger geradeaus bis zum Ort Cossato. Nach 150 Kilometern verlasse ich die Ebene und fahre in die Alpenausläufer hinein. Es gibt zwischen Varallo und Omegna einen kurvigen kleinen Alpenpass, den Colle della Colma, den ich unbedingt noch mitnehmen wollte. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Der Passo della Colma ist 942 Meter hoch und verbindet das Sesia-Tal mit dem Ortasee. Der westliche Ausgangspunkt ist Varallo, der östliche Omegna. Der Pass bietet etliche zum Teil enge Kurven und zügige Geraden. Das Verkehrsaufkommen ist moderat und überschaubar, nur auf Tiere sollte man aber immer gefasst sein. Vor allem auf freilaufende Ziegen, die einen oft hinter einer Kurve überraschen. Auf der Ostseite des Passes, nahe des Dorfes Arola, steht eingebettet in eine S-Kurve die kleine Kirche Chiesa della Madonna dell'Assunta. Ein schöner Ort, um Rast zu machen und die herrliche Aussicht auf den Ortasee zu genießen. Leider konnte ich nicht viel über diese Kirche in Erfahrung bringen, jedoch hat es in dieser Gegend etliche solcher Kirchen und Kapellen, die einander baulich sehr ähneln. Erwähnenswert sind die Fresken im Eingangsbereich unter den Bögen.
westlichen Ufer des Lago Maggiore entlang geht es durch unzählige Dörfer Richtung Schweizer Grenze. 500 Meter nach dem Dorf San Bartolomeo verlasse ich Italien und erreiche die Schweiz. Nach etwa 10 Kilometern weiter dem Ufer entlang gelange ich zum Macha-Delta. Der Fluss teilt die Gemeinden Ascona und Lucano mit jeweils 5.400 bzw. 16.200 Einwohnern. Seit 1946 findet in Lucano jährlich das bekannte Lucano Film Festival statt. Ich fahre bei Lucano der Macha entlang bis nach Ponte Brolla. Hier befindet sich die eindrückliche Ponte Brolla Schlucht, durch die der Fluss in einem weiten Rechtsbogen das Tal verlässt und nach einem etwa 5 Kilometer langen, geraden Bett in den Lago Maggiore mündet. Der TCS Camping Gordevio Valle Macha bietet sonnige, schattige und teilweise naturbelassene Stellplätze. Ich entscheide mich für die schöne Zeltwiese im Wäldchen mit ebenem, teilweise welligem Grasgelände. Der Campingplatz ist sehr gut ausgestattet und bietet nebst den üblichen Annehmlichkeiten auch einen Poolbereich, ein komplett renoviertes Restaurant und ein Mietauto. Mit 26,30 Franken ist er allerdings der zweiteuerste auf dieser Reise. Am nächsten Morgen lockern die Wolken allmählich auf und machen der zaghaften Morgensonne Platz. In der Nacht hat's geregnet, blieb aber alles im grünen Bereich. Die 221 Kilometer lange 6. und damit letzte Etappe führt von Gordevio nach Balgach. Diesmal über den San Bernardino Pass drüber und nicht durch den Tunnel. Der San Bernardino Pass ist ein Gebirgspass im schweizerischen Kanton Graubünden mit einer Scheitelhöhe von 2066 Metern. Er verbindet die Täler Rheinwald auf der nördlichen und Nisox auf der südlichen Seite und trennt die westlich liegenden Adula-Alpen von der Tambo-Gruppe im Osten. Die Luftdistanz zu den Passfußorten beträgt 4 Kilometer bis Hinterrhein und 12 Kilometer bis Messoko. Auf der Passhöhe verlaufen die europäische Hauptwasserscheide und die Sprachgrenze zwischen Deutsch und Italienisch. Ich fräse also ganz entspannt den Pass hinauf und komme mit jedem Kilometer dem Hochgebirge und dem Schnee immer näher. Die bizarre Landschaft rund um den unter Eis liegenden Laghetto Moesola ist der krasse Gegensatz zur Riviera und dem azurblauen Meer. Jeder Tag dieser Reise sorgte immer wieder für tolle Überraschungen und eindrückliche Momente. Diese wunderbare Reise war ein lange gehegter Wunsch, der im Mai 2023 endlich in Erfüllung ging. 1826 Kilometer reinstes Motorradvergnügen, das ich nie vergessen werde. Prägend und faszinierend einzigartig.